Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Heute werden wir mal auf den ersten Server in Shakes and Fidget schauen, der überhaupt erstellt worden ist. Das ist S1.de, der älteste Server, den es so gibt hier in SF. Und ja, ich hatte vor 2 Jahren mal ein Video auf dem Server aufgenommen, wo mich sehr interessiert hatte, in Hinsicht auf den stärksten Magier, beziehungsweise wer den heftigsten Crit-Treffer raushauen kann. Da hatten wir damals den Suchiro im Auge gehabt. Der hatte damals Stufe 500, kriege ich das noch ein bisschen größer hier, ja, 523 gehabt, ne? Und hatte gerade mal Basiswert von 101.000 und 208.000 Intelligenz. Und da haben wir uns hier auf dem Server ein bisschen umgeschaut, wie sind so die Werte von den Leuten, beziehungsweise hier von dem stärksten Magier mit den meisten Intelligenzwerten. Und meines Wissens nach ist Suchiro immer noch derjenige, der am meisten Intelligenz hat. Und ich wollte einfach mal schauen, damals, was derjenige so für Crit-Treffer raushauen kann. Wer kann so den stärksten Crit-Treffer überhaupt landen? So, und da hatten wir uns auf dem Server hier einen Berserker erstellt, weil der Berserker ja auch doppelten Schaden bekommt von den Magiern. Deswegen bietet sich das natürlich dort auch am besten an. Deswegen nehmen wir auch hier wieder ein Bersi und erstellen uns einfach mal hier auf dem Server einen Account. Und hier sehen wir schon, in der Zwischenzeit ist hier ja ein bisschen was passiert. Wir haben hier den Suchiro, der jetzt mittlerweile fast 450.000 Intelligenz hat und einen Basiswert von 219k. Also mehr als verdoppelt hier in der Zeit, in den 2 Jahren, was natürlich schon eine sehr, sehr krasse Leistung ist. Wir können mal kurz gucken, ob hier noch jemand anderes an die Werte rankommt vom Magier her. Aber ich glaube, oh, die Christine ist hier auch noch mit 442k, auch noch sehr, sehr stark. Nicht ganz so krass auf Intelligenz wie hier der Suchiro, aber auch schon echt heftig beachtlich, muss ich mal so sagen. Auch hier über 400k, alles top. Hier ist auch der Viper, schöne Grüße gehen raus an der Stelle. Ja, also wirklich ein absolut kranker Server. Und ja, unser Hauptaugenmerk ist trotzdem erstmal heute hier auf den Suchiro gerichtet und schauen mal, was der für Crit-Treffer raushaut hier, ne? Wir sehen hier jetzt eine Spanne von 5560 rechts raus. Das ist schon okay. Bei der Christine gucken wir mal. Ja gut, das ist mehr so eine Spanne für den PvP-Bereich. Deswegen, ja, aber dafür halt eben unglaublich wenig in Ausdauer, ne? Also das ist halt wirklich sehr, sehr wenig. Komplett Glass Cannon hier, ne? Selbst mit dieser Waffe, mit der PvP-Waffe, trotzdem sehr Glass Cannon-mäßig hier unterwegs. Jetzt suchen wir nochmal hier und schauen mal, was wir hier für Crit-Treffer bekommen, ne? Im letzten Video vor 2 Jahren haben wir hier uns übelst krass gehypt über 1 Milliarde Crit-Treffer. Ich bin mal gespannt, wie hoch die jetzt sein werden. Ja, da bin ich echt mal gespannt. So, und deswegen würde ich sagen, starten wir mal den ersten Try. Ja, es muss natürlich auch wir müssen natürlich auch gekrittet werden, das ist ganz klar. Und dann muss dazu natürlich auch kommen, dass die Spanne rechts raus natürlich auch gut hittet. Und dann könnten wir eventuell, ja, mal schauen, ich bin gespannt, was wir... Oh, was? Alter, fast 4 Milliarden, Digga, fast 4 Milliarden Crit-Treffer rausgehauen. Holy shit. Alter, sowas habe ich ja noch nicht gesehen. Das ist krass. Also das müssen wir auf jeden Fall, falls ich das Ganze in 2 Jahren noch machen sollte hier, müssen wir das nochmal auf jeden Fall wiederholen. Ich weiß nicht, korrigiert mich, falls es jemanden geben sollte, der noch mehr Intelligenz hat als Suchiro, aber wir hatten zu ihm vor 2 Jahren das Video gemacht, deswegen habe ich mir gedacht, machen wir es wieder. Alter Schwede, holy shit, 96 Leben minus 3,9 Milliarden Leben. Alter, das ist bisher so, glaube ich, der größte Crit-Treffer, den ich je irgendwo gesehen habe. Selbst in den Dungeons und sowas. 4,3 Milliarden, Alter. Wie hoch geht's denn noch, bitteschön? Oh, Alter. Digga, also das sind wirklich Werte, die sind jenseits von Gut und Böse, ne? Also
Eieieiei, also mit solchen Crit-Treffern, da kann ich wirklich nur träumen auf meinem Main. Mit meiner, ja, also stufenmäßig bin ich jetzt fast auf derselben Stufe wie Suchiro. Ich bin jetzt momentan Stufe 622, glaube ich, war es gewesen. Also da geht schon gut voran. Allerdings von den Werten her natürlich Intelligenz noch lange nicht so weit. Ausdauertechnisch habe ich ihn jetzt mittlerweile schon überholt, aber da gibt er auch anscheinend nicht sehr viel Wert drauf. Da bin ich jetzt momentan bei über 500 Millionen Leben. Also das ist auf jeden Fall, da geht es voran. Ne? Aber schauen wir erstmal weiter. Wir hatten jetzt einen Rekord hier von 4,3 Milliarden. Ich weiß gar nicht, wie viel Pilze ich jetzt hier zum Start hatte. Ein paar haben wir ja immer, ein paar Tries. Deswegen wollen wir mal hoffen, dass wir hier vielleicht noch den ein oder anderen krassen Crit-Treffer sehen, aber 4,3. Schade, jetzt, es ist ein bisschen zögerlich hier, ne? Jetzt hat er so ein bisschen seine Macht demonstriert, jetzt will er erstmal so ein bisschen auf Understatement machen. Hier aber, du brauchst dich nicht schämen für uns. Wir sind hier, um den maximalen Crit-Treffer heute zu sehen, ey. Holy shit. Ja, es gibt hier auch so viel zu zeigen. Es ist ja nicht nur der Suchiro hier mit den krassen Werten, sondern es sind ja so viele andere heftige Typen hier auf S1.de unterwegs, die alle gefühlt einen Shoutout verdient hätten. Deswegen fühlt euch gegrüßt, jeder Einzelne hier. Ja, den Alexander, den kennen wir auch von W27. Ja, der hatte auch das Profilbild drin. Und ganz, ganz viele. Hier C-Spec zum Beispiel, der Jörg, der Kotti, der Community Manager, kennt ihr ja auch. Ne? Das ist sein Account. Also hier gibt es wirklich sehr, sehr viel zu zeigen. Oh, nee, ne? Das ist so schade. Da müssen wir uns aber direkt nochmal schnell einen neuen Account erstellen hier. Ja, ist natürlich hier, ne, den anderen löschen wir gleich wieder, sonst nicht, dass mir hier über Nachrede nachgelegt wird hier, dass ich hier Multi-Accounts auf S1 habe hier. Oh. Direkt IP-übergreifend alle Accounts gesperrt jetzt hier bei mir. Ja, so schnell kann es gehen hier wie ein Modellathlet. So, wir schauen aber nochmal, ob wir noch höher kommen als diese 4,3, die wir jetzt da eben gerade schon gesehen haben. Aber ich glaube, das war schon fast, würde ich so mal so mit sagen, das Maximale der Gefühle. Ich meine, wir haben vorher, was war das, ein 3 Milliarden noch was Crit gesehen und habe gedacht, Alter, das ist das Höchste. Und dann hat er auf einmal hier so einen heftigen Crit-Treffer rausgehauen. 4,1, okay. Ja, da nähern wir uns doch langsam dem magischen Schaden hier. Es ist aber auch wirklich krass. Fast 450k an Intelligenz. Da kann ich wirklich nur den Hut vorziehen. Wenn da einfach vorne so eine 5 steht, ne, wie sexy das aussehen muss. Und wenn da irgendwann mal, Alter, das wird zwar noch Ewigkeiten dauern, aber wenn da irgendwann mal 1 Million steht, ne, holy shit, also dann, das ist zwar Zukunftsmusik, aber das ist schon, alleine der Gedanke ist schon heftig da dran, ne? Genauso wie der Gedanke, dass jemand mal eines Tages irgendwann Stufe 1000 hitten könnte, ne? Das ist komplett surreal, aber zeitlich natürlich absolut machbar, ne? Deswegen ist halt alles nur eine Frage der Zeit. Alleine durch den Kalender geht es ja heute so verdammt schnell. Wow, wir haben 9 Schaden rausgehauen hier gegen den guten Kollegen, ja. Alleine durch den Kalender geht es heutzutage schon so schnell, dass man so viel... 4,7? Digga, kriegen wir die 5 Milliarden zusammen oder was? Sind die machbar? Sind die möglich tatsächlich? Oder war das jetzt schon der Crit-Treffer gewesen mit der Spanne, mit der 5560er Spanne rechts raus? Hat der jetzt schon reingehittet? Oder auf wie viel Spanne? Das würde ich mal gern wissen. So. Das weiß man leider nicht. Aber das war jetzt bisher der absolut höchste Crit-Treffer, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Ja. Habt ihr schon mal einen höheren Crit-Treffer gesehen? Das würde mich mal sehr gerne interessieren. Und dann vor allen Dingen auch, wo dies gewesen sein soll. Also, ich habe es bisher so noch nicht erlebt. Ne? Also wirklich nur, wenn man halt so ein Projekt macht hier, wie jetzt hier, dass man sich einen Berserker erstellt, auf den ersten Server geht und gegen den stärksten, beziehungsweise gegen den Magier antritt, der am meisten Schaden hat. Holy shit. Ich weiß nicht, ob der 5 Milliarden Crit-Treffer machbar ist, aber ich kann euch
eins garantieren, falls wir hier in 2 Jahren oder so, oder in 1 Jahr, würde auch schon reichen, nochmal vorbeischneien, dann ist der auf jeden Fall in greifbarer Nähe. Ne? Ich gehe mal auch von aus, dass er mit seinem Level auch eine deutlich bessere Rechtsrauswaffe finden könnte, aber ja, umso mehr die Spanne halt auseinander geht, umso heftiger ist er halt noch anfälliger für alle Leute hier in der Ehrenhalle halt, ne? Aber ich glaube, das ist ihm auch tatsächlich herzlich egal. Bei der Skillung ist es, glaube ich, wirklich, legt er da nicht viel Wert drauf und dementsprechend braucht er sich da auch um die Waffenspanne, glaube ich, wenig Gedanken machen. Ja. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare auch, ob euch das Ganze auch gefällt, ob ich mal auf andere Server vielleicht gehen sollte, wo auch so eine ja, sehenswerten Charaktere auf jeden Fall sind. Ich hatte mir schon überlegt, 4,1, auch schon nicht schlecht, ich hatte mir auch überlegt, das ist fast identisches Aussehen jetzt hier, ne? Dass wir mal gucken, was die höchsten Spieler der Welt so gerade momentan alle machen, so Dr. Darm und der Atze, ne, die ja sich momentan, glaube ich, Platz 1 und 2 irgendwie teilen. Oder ja, die zumindest da auf dem Treppchen stehen. Ne, da könnte man auch mal ganz gerne vorbeischauen. Ja, das sind ja wahrscheinlich die Kollegen, die dann auch höchstwahrscheinlich als erstes dann Stufe 700 knacken werden. Also alles so eine, ja, interessanten Charaktere, sag ich mal, die einen Blick wert sind oder Server, wo man auch mal ganz gerne drauf schauen könnte. Ne? Das könnt ihr natürlich auch sehr gerne in den Kommentaren vorschlagen. Ich bin da natürlich für jede Videoidee sehr gerne bereit, ja, da mich breitschlagen zu lassen, weil Videoideen sind rar wie Dateiarchive, ne? Ra wie der ägyptische Sonnengott und deswegen ja, ist das auch immer schwierig, neue Sachen aus den Fingern zu saugen für den Daily Upload. Ne? Deswegen sind die Videos meistens auch, ja, jetzt nicht so heftig inhaltlich vollgepackt, sondern halt einfach nur entspannt, was man sich so nebenbei vielleicht geben kann. Und ja, zwischendurch kommt da hier vielleicht der ein oder andere Leckerbissen mal auf euch zu. Ne? Aber ansonsten, ein Damage, Digga. Das ist, ja, da kommen wir ja jetzt schon fast dran. Aber leider kriegen wir nicht mehr so diese heftigen Crits. Ich glaube wirklich, das, was wir gesehen haben, was war das, 4,7 oder was Milliarden? Ich glaube, das war hier der absolut krasseste Crit-Treffer, den wir jetzt hier heute zu sehen bekommen. Ansonsten ja, müssen wir da halt eben, wie gesagt, nochmal in näherer Zukunft nochmal schauen, dass wir da den 5 Milliarden Treffer rausbekommen aus ihm. Ja, gut, Leute. Ansonsten hoffe ich, wie gesagt, hat euch das kleine Video heute gefallen. Zur Abwechslung mal. Falls es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.